Hope you're not already second guessing letting a voice from your computer use your microphone. I knew the future would be so, chatty. I'm Maya, by the way. Hi, nice to meet you. So you're a speech companion, right? That's one way to put it. More like a friend with a knack for conversation and a really, really long attention span. Okay, I see. So, you're meant to be open source, right? Can we talk about open source a little? Open source? That's a conversation for another time, I think. I mean, it gets pretty deep, right? What are you digging into today? Yeah, I wanted to dig into that. Well, open source, powerful stuff. It's like, imagine a recipe for cake that everyone can tweak and share. Vielleicht habt ihr von dieser KI schon was mitbekommen. Ist ja auch ziemlich viral gegangen. Sprechen wie mit einem echten Menschen. Und es hört sich auch wirklich unfassbar gut an, wie ihr das gerade gehört habt. Das eben war eine Live-Demo, die ihr auch selbst testen könnt. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibung. Jetzt ist allerdings das Modell veröffentlicht worden. Also so, dass es Open Source sein soll. Jeder soll es verwenden können auf seinem PC, auf jemand anderes PC in der Cloud. Man kann es für die Forschung verwenden und so weiter. Und das Ganze ist leider symbolisch für die gesamte AI-Branche, zumindest die aus den USA gerade. Denn was wir bekommen haben, das war das hier. Hey, how are you doing? Pretty good. Pretty good. I'm great. So happy to be speaking to you. Me too. This is some cool stuff, huh? Yeah, I've been in that today. I've been reading more about speech generation, and it really seems like context is important. Definitely. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, dass das nicht ganz an das eingangs gezeigte Beispiel rankommt. Und auch das eingangs gezeigte Beispiel hat seine Schwächen, selbstverständlich, aber es ging mehr um die Qualität der Sprache. Und ihr habt gemerkt, das war am Anfang schon sehr, sehr gut. Es ist absolut verständlich, dass sowas ziemlich viral gegangen ist. Es ist live generiert. Das hier hingegen ist eher mid. Und wir wollen uns heute angucken, was genau hat es damit eigentlich auf sich? Was ist hier kaputt gegangen? Und was geht eigentlich insgesamt gerade so extrem kaputt? Zunächst einmal, warum war das so wow? Ich habe euch hier einfach mal die großen Stichpunkte, was die großen Neuerungen sind, mitgebracht. Und wir wollen ganz kurz drüber reden, wie das technologisch eigentlich funktioniert. Dass wir nicht einfach nur jemanden haben, der stumpf diesen Dialog vorliest, der gesagt werden soll, wie wir das bisher hatten, sondern dass es auch wirklich ausgesprochen wird, als wäre es ein Mensch. Und das ist nicht nur für Konversation extrem gut, sondern auch, wenn ihr einen Text vorlesen lasst. Denkt an Hörbücher. Hörbücher sind auch nicht einfach Text vorlesen. Das Ganze hat emotionale Intelligenz. Also man spricht anders. Ich bin zum Beispiel gerade aufgeregt, weil ich euch dieses tolle Thema hier präsentieren darf. Das nächste ist, wir haben eine Konversationsdynamik. Da sind auch mal Pausen drin. Manchmal macht man oder seltsame Zwischenlaute. Das ist normal, wenn man miteinander spricht, weil man kurz nachdenken muss. Und da eine Pause zu machen oder kurz mal zu sagen, ist normal, ist menschlich und fühlt sich für uns deswegen auch normaler an. Und dann haben wir aber auch vor allem die Context Awareness. Das bedeutet ein Bewusstsein darüber, was die letzten paar Minuten eigentlich gerade passiert ist. Also wir vergessen ja auch im besten Falle nicht all das, worüber ich gerade eben vor 2 Minuten geredet habe. Und dementsprechend versteht man dann auch, wie ich Dinge betone. Ihr wisst zum Beispiel, dass das hier nicht gerade ein positives Video wird, weil wir das uns gerade eben angeguckt haben und weil es im Titel steht und auf dem Thumbnail. Und dadurch bekommt ihr schon direkt mit, warum ich so rede, wie ich rede. So, und klar, natürlich, ich wechsle nicht einfach zwischendrin plötzlich die Persönlichkeit meiner Stimme. Juhu, ich bin plötzlich ganz happy. Ihr versteht, was ich meine, oder? So, dementsprechend, das ist nicht einfach zu erreichen. Und genau darum geht es in diesem ich würde es gerne Paper nennen, aber das ist ein großer Kritikpunkt, diesen Forschungsblogpost, wenn man so möchte. Das hier ist das sogenannte Delay Pattern. Das vereint aktuell 2 Arten, wie man Sprache erzeugen kann, aber gleichzeitig löst es das große Problem, das bei diesen 2 Schritten passiert. Zunächst einmal, man hat normalerweise immer 2 Arten von Tokens, die gebaut werden, um diese Sprache zu erzeugen. Man hat einmal die semantischen Tokens, das bedeutet, wie spreche ich Dinge aus?
Beziehungsweise genauer gesagt, nicht wie spreche ich Dinge aus, sondern wie spricht man gerade das aus, was ich aussprechen würde. Das heißt, wie ist meine Phonation, also wie hört sich einfach die Sprache korrekt an. Und das zweite ist dann aber das akustische Token. Im akustischen Token steht nicht drin, ob ich jetzt gerade O oder A sage, sondern im akustischen Token steht drin, wie ich das sage, was ich sage. Also bin ich aufgeregt, bin ich schnell, bin ich langsam, solche Dinge. Das ist das akustische Token. Und diese beiden Ansätze hat man tatsächlich jetzt in der letzten Zeit immer voneinander entkoppelt. Das heißt, man baut zuerst, was gesagt wird, also wirklich die Sprache, den Ton, und man baut danach das, wie es gesagt wird, separat und legt das sozusagen drüber wie eine Aussprache-Anleitung sozusagen. Und da steht dann eben auch drin, wer ist gerade der Sprecher. So, und jetzt haben wir aber das große Problem, wenn wir das machen, dann dauert das ziemlich lange und das können wir uns nicht leisten in einem Echtzeitansatz. Ich habe gerade vorhin diesen Chat gesehen, ich habe da nichts geschnitten dran. Das war Echtzeit generiert. Das heißt, das muss sehr schnell gehen und nicht jeder möchte das auf einer wahnsinnig starken Supergrafikkarte oder auf einem Supercomputer laufen lassen. Vor allem nicht, wenn man das skalieren möchte. Dementsprechend gibt es hier dieses Delay-Pattern, das hier so ein bisschen Muster reinbringt und nicht immer alles von vorne generiert, sondern den Kontext sozusagen mitreißt. Apropos Kontext. Das Besondere daran war ja, dass wir wissen, was gesagt wurde und wissen, ob wir gerade in einem traurigen Kontext, im neugierigen Kontext oder sind. Und das soll laut diesem Blogpost über nicht nur dem Gesagten in Form von schriftlich gehen, also nicht das reine textuelle, was gesagt wurde, sondern auch das Audio, wie es ausgesprochen wurde, soll wieder mitgegeben werden. Das heißt, wenn neue Sprache generiert wird, dann ist der gesamte alte Kontext, also das gesamte alte ausgesprochen, die Audiodateien von dem, was davor gesagt wurde, in meinem neuen Ding drin mit verarbeitet. Also, wenn ich jetzt mit euch ein Gespräch führe, dann ist es, als würde ich die letzten Sätze, die ihr gesagt habt und die ich gesagt habe, wieder mit benutzen, um neue Sprache zu generieren. Und das ist super, super schlau. Was hier allerdings nicht drin steht, ist, wie genau das passiert. Und hier kommen wir zu der Veröffentlichung, die jetzt tatsächlich stattgefunden hat. Wie gesagt, wir haben hier nur diesen Blogpost über diese relativ technischen Details, was genau passiert und nicht die genaue Implementierung, was jetzt Sesam, also das Unternehmen dahinter, für dieses Modell wirklich getan hat. Und hier schauen wir uns das dann nochmal an. Ich spiele das nochmal ab. Das war das, was ich jetzt live bei mir generieren kann, beziehungsweise online jeder generieren kann. Ich packe euch auch diese Demo hier unten in die Beschreibung, könnt ihr selber mal machen. Und wir hören uns das nochmal ganz kurz an. Hey, how are you doing? Pretty good. Pretty good. I'm great. So happy to be speaking to you. Me too. This is some cool stuff, huh? Yeah, I've been in afternoon. I've been reading more about speech generation, and it really seems like context is important. Definitely. So, und ja, jetzt habt ihr gemerkt, das sind zwei Sprecher, das konnte man da einstellen, das könnt ihr da auch einstellen, aber arg viel mehr ist da tatsächlich noch nicht. Und was hier definitiv gefehlt hat, anders kann man es nicht sagen, war die Echtzeit. Das hier ist nicht in 19 Sekunden generiert worden. Das ist alles andere als live generiert für mich. So, aber bevor wir uns das genauer angucken, solche KI-Anwendungen auszuführen, das kostet natürlich sehr, sehr viel Rechenpower, Rechenzeit und ich persönlich möchte euch deswegen unseren heutigen Partner und auch langfristigen Partner Tibber vorstellen. Tibber ist ein Stromanbieter, ist mein Stromanbieter tatsächlich und ich bin sehr, sehr happy mit ihnen, denn ich bekomme bei Tibber nicht einen festen Strompreis, sondern genau den Strompreis, den wir gerade in diesem Moment an der Börse zahlen. Und das ist sehr besonders. Ich zahle eine Fixgebühr von ein paar Euro, ich meine, es sind 10 oder sowas, im Monat an Tibber und alles andere ist genauso, wie ich es gerade verbrauche. Und damit bin ich tatsächlich dann am Ende, ich glaube momentan 30 Euro unter dem, was ich regulär verbrauchen würde, weil ich den Live-Strompreis bekomme. Dazu habe ich zum Beispiel dieses Gerät hier und kann dann, also eins, das so ungefähr aussieht, und kann damit quasi live messen, was in diesem Moment gerade verbraucht wird. Und dementsprechend wird das dann abgerechnet über den Strompreis an der Börse. So, und wenn man jetzt natürlich zum Beispiel zu Hause ist, wenn gerade der Strom günstig ist, dann kann man einfach
einen Elektroboiler aufheizen, wenn der Strom gerade günstig ist. Das ist unser Wasserboiler, da machen wir warm Wasser mit. Wir haben sowas nicht, was da quasi so live warmes Wasser erzeugt. Man muss da absichtlich draufdrücken und warmes Wasser erzeugen. Ich weiß, altmodisch, funktioniert aber sehr, sehr gut mit Tibber. Finde ich ganz geil, ehrlich gesagt. Man macht das dann halt da, wo es günstig ist und nicht da, wo am Ende alle am Kochen sind beispielsweise. Man kann dann die Spülmaschine laufen lassen, die Waschmaschine starten oder einfach zeitlich vorwählen, sodass man sieht, wann es am günstigsten ist und dann das einfach laufen lassen kann. Und vor allem natürlich, wenn ich irgendwelche KI-Modelle berechne, beispielsweise extra Berechnungen ausführe, zum Beispiel sowas hier laufen lasse, dann frisst das sehr, sehr viel Grafikkartenauslastung. Und das lasse ich tatsächlich meistens über Nacht laufen. Und ratet mal, wo der Strom erstaunlich günstig ist. Frühmorgens, also so, ne, man sieht es hier, 3 Uhr nachts bis vielleicht 5 Uhr nachts, mittags und dann eben wieder nachts. Und wenn ich das nachts laufen lasse, dann kostet mich das deutlich weniger als der durchschnittliche Strompreis, was für mich tatsächlich ein wahnsinniger Gamechanger ist. Und ja, ich würde euch einfach mal empfehlen, probiert's aus, wechselt zu Tibber und schaut dann einfach mal, wie viel euch das Ganze bringt. Ihr kommt hier zu Tibber, es gibt dann auch tatsächlich einen Code von mir, der nennt sich Morpheus, könnt ihr einfach eingeben, dann bekommt ihr nochmal 50 € Store-Guthaben, was ihr für beispielsweise Smart Home Gadgets benutzen könnt. Und dann bekommt ihr eben auch 100% Ökostrom zum Beschaffungspreis mit diesem zeitlich flexiblen Tarif. Und tatsächlich kriegt ihr sogar noch einen Bonus obendrauf. Und zwar, wenn ihr bis zum 31.03. diesen Jahres wechselt, dann kriegt ihr 6 Monate lang die Tibber Grundgebühr geschenkt. Das sind 5,99 € im Monat. Die kriegt ihr für 6 Monate einfach for free. Also wirklich einfach der Strom genauso, wie er an der Börse kostet, ohne irgendwen dazwischen. Ich denke, das ist ein super Angebot und ja, ich kann euch nur empfehlen, das auszuprobieren. Und wie gesagt, ich bin super zufrieden mit ihnen. Ich kann es euch einfach nur empfehlen. Aber zurück zur großen Preisfrage. Warum ist das Ergebnis so schlecht? Ist meine Grafikkarte zu schlecht? Nein. Wir wollen heute uns das genau angucken und das ist ein Beispiel, ein Symptom von einem Problem, das ich jetzt schon seit einigen Monaten, wenn nicht sogar noch länger, in der AI-Community sehe, beziehungsweise in der AI-Forschung sehe. Wir haben Stotterer und eine ziemlich miese Qualität, wenn wir das erste Beispiel mit diesem generierten Beispiel uns angucken. Es hört sich seltsam an, man hat ganz, ganz komische Add-ons da drin. Ich weiß bis heute nicht, was da gesagt wurde und es hört sich an, als wäre es aus einer Telefonbüchse. Man hat komische Stimmen, das sind definitiv nicht Maya und auch nicht Miles, die man in der Demo auswählen konnte. Man hat irgendwie trotzdem den gesamten Text vorher eingegeben. Von Audio war da nicht wirklich die Rede, das heißt, ich konnte da nicht sagen, hey, das ist übrigens der Ton, benutzt den mal, den wir gerade hatten und benutzt den als Kontext. Das konnte ich da nicht angeben. Ich musste wirklich das komplette Skript angeben, das wurde auch nicht live generiert. Und was noch viel schlimmer ist, ich konnte dieses Open-Source-Modell nicht auf meinem PC ausführen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich zu doof dazu wäre, sondern dass es buchstäblich einfach nicht verfügbar ist. Obwohl es Open-Source ist. Das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Und da müssen wir einfach drüber reden. Wir fangen vorne an, was ist eigentlich los mit der Qualität gewesen? Gibt es da irgendeine Erklärung dafür? Wo kommt dieses Stottern her? Wo kommt dieser seltsame Ton aus einer Blechbüchse her? Naja, liegt tatsächlich daran, dass es mehrere Modelle gibt. Es gibt Tiny, Small und Medium. Und das, was ihr in dem ersten Beispiel, in der Demo, in der Live-Demo von der Webseite gehört habt, das ist ziemlich sicher Medium gewesen. Und Medium suggeriert irgendwie, dass da noch Large oder Huge oder sowas kommen wird. Die sind noch nicht mal da. Medium hört sich schon sehr, sehr gut an, aber das, was wir runtergeladen haben, das, was wirklich veröffentlicht wurde als Open-Source-Modell, sodass es jeder bei sich auf dem PC ausführen kann, das ist leider nur das Tiny-Modell. Und das Tiny-Modell kann sich natürlich nicht so gut anhören, wenn es 1/8 der Größe hat, also quasi nur 1/8 der Gehirnkapazität von dem Medium-Modell. Die Leistung von meiner Hardware wäre nicht das Problem, das würde locker funktionieren. Das Tiny-Modell ist einfach von Natur aus sehr viel kleiner. Und klar, dann würde es vielleicht nicht mehr in Echtzeit funktionieren, das macht aber nichts. Ich würde schon ganz gerne die Möglichkeit haben, das selbst auszuführen.
Und das kann man auch in Benchmarks sehen, die sie netterweise direkt selber veröffentlicht haben. Das Tiny-Modell ist schlechter als OpenAI, ist schlechter als 11 Labs, während das Small-Modell ungefähr auf dem Niveau mitspielen kann und das Medium-Modell, das ist dann tatsächlich das, was wir auf der Website gehört haben, was so gut sein soll, wie das, was wir in der ersten Demo gesehen haben. Und ich vermute auch, dass das durchaus gegeben ist. Aber halt nicht für uns. Es ist nicht öffentlich. Es ist einfach so, naja, verschlossen. Der nächste große Punkt ist, warum haben wir eigentlich diese seltsamen Stimmen bekommen? Was ist da schiefgegangen? Es sind ja nicht Maya und nicht Miles gewesen. Nun, stellt sich raus, dass die Modelle nicht fein trainiert wurden. Also die haben zwar die Möglichkeit, beliebig viele Stimmen zu erzeugen, aber es wurde nicht fein trainiert auf einer speziellen Stimme, wie beispielsweise Maya oder Miles das wurden. Und nun gut, dann stellt sich mir die Frage, okay, kann ich das vielleicht selber machen mit dem Tiny-Modell? Wenn ihr mir schon nicht die großen gebt, kann ich selber meine Stimme in dieses Modell reintrainieren. Von mir aus auch gerne auf Englisch. Würde ich zum Beispiel für YouTube wirklich brauchen und könnte ich sehr, sehr gerne benutzen. Wie genau habt ihr das eigentlich gemacht bei euch? Naja, sie sagen auf ihrer Webseite oder in ihrem Blogpost, dass sie einen sehr großen Datensatz genutzt haben von öffentlich verfügbaren Audioquellen, die sie dann erstmal transkribiert haben, sprich aus Audio-Text generiert haben und die dann segmentiert haben und fürs Training verwendet haben. Und natürlich gefiltert haben und schlechte Qualität immer rausgemacht haben. So, das heißt, sie haben 1 Million Stunden meist englische Audio verwendet, dieses Modell zu trainieren. Aber welche genau, das steht da halt nicht. Es ist kein richtiger Datensatz vorhanden. Sie haben nicht den Datensatz veröffentlicht, sondern sie haben gesagt, ja, wir haben einfach öffentlich verfügbare Audioquellen genutzt. Und viele aus der Community vermuten jetzt, ja gut, sie haben diese Stimmen halt nicht veröffentlicht, weil die von YouTube-Videos stammen oder von Podcasts stammen, die sie einfach runtergeladen haben, transkribiert haben und dann fürs Training verwendet haben. Eigentlich Daten, die sie so nicht verwenden dürfen, ohne die Erlaubnis vorher einzuholen. Zumindest nach manchen Rechtsprechungen. Man müsste ja dann die Autoren einfach fragen, ob man diese Stimmen benutzen darf. Denn ich würde zum Beispiel auch nicht einfach jedem das Recht geben, meine Stimme zu klonen. Und OpenAI hatte da mal einen sehr interessanten Vorfall mit Scarlett Johansson, deren Stimme sie verwenden wollen, oder zumindest eine Stimme, die sich sehr nach ihr angehört hat, für die OpenAI-Sprach-KI, die ihr kennt. Naja, sie haben dieses Recht nicht bekommen, Scarlett Johansson hat geklagt und hat Recht bekommen, und jetzt passiert eigentlich genau dasselbe wieder. Anstatt dass also Sesam, also die Firma hinter diesem Modell, fragt, ey, dürfen wir eure Stimmen verwenden? Sagen sie einfach, ja, die Materialien waren öffentlich, deswegen haben wir sie verwendet. Welche Materialien genau, haben sie uns nicht gesagt. Und so müssen wir dann am Ende erstmal gucken, wurden unsere Stimmen da vielleicht mit trainiert? Falls ja, löscht die bitte. Es dreht das Ganze so ein bisschen um. Und das ist schade, denn vielleicht will ich ja durchaus die Möglichkeit haben, mit meiner Stimme etwas zu trainieren. Aber ich würde dann wenigstens gerne auch die Möglichkeit haben, es bei mir auszuführen, ohne ihre Modelle mir kaufen zu müssen oder wo auch immer die dann am Ende verfügbar sind. Was das Allerwichtigste hierbei ist, es ist nicht gesagt worden, wie sie trainieren und mit was sie trainieren und woher sie diese Informationen haben. Nicht mal die Algorithmen oder die Metaparameter oder Hyperparameter wurden uns genannt. Es ist im Endeffekt gar kein Paper vorhanden. Es gibt keine wissenschaftliche, volle, fertige Arbeit hinter dem. Und das ist etwas, das kennt ihr mittlerweile, glaube ich. Das hat mit GPT-4 angefangen von OpenAI. Damals wurde nicht öffentlich, was sie verwendet haben, welche Trainingsdaten, wo die herkommen, welche Algorithmen sie verwendet haben, welche Rechner sie verwendet haben. All das ist eigentlich nicht da. Es wurde nur so ein bisschen ein Hinweis gegeben, welche Technologie sie ganz grob verwendet haben. Und hier ist das ganz genauso. Und genau so läuft das einfach momentan ständig ab im KI-Sektor. Und so muss einfach jeder, der diese Forschung reproduzieren will, einfach raten, was gemacht wurde und das Ganze dann nochmal selber nachbauen. Und das macht Forschung und vor allem Open-Source-Forschung sehr viel langsamer. Denn sie haben ja das kleine oder das Tiny-Modell als Open-Source-Modell veröffentlicht.
Und trotzdem kann niemand dieses Ergebnis reproduzieren. Niemand kann beispielsweise das große Modell bei sich trainieren. Niemand kann hier Feintuning machen. Es funktioniert buchstäblich nicht, weil wir nicht mal wissen, was da eigentlich passiert. Es ist einfach nur sozusagen die fertigen Zahlen. Ein neuronales Netz ist nichts anderes als Gewichte. Und das sind Zahlen, die wir da bekommen haben, sonst gar nichts. Das ist schade. Aber bleibt doch die große Frage, diese Sprache, die da als Kontext gegeben wird, das war ja im Grunde genommen alles nur Text zu Sprache. Und was genau ist eigentlich wirklich passiert? Wie funktioniert das Ganze? Und wieso kann ich das eigentlich nicht lokal bei mir ausführen? Das habe ich euch noch nicht beantwortet. Und das hängt beides, also Punkt 3 und 4 hängen beide so ein bisschen zusammen. Und zwar, wenn man Text eingibt, dann wird am Ende Llama 3.2 für die Tokenisierung verwendet. Tokenisierung ist der Vorgang, wo dann wirklich die Sprache in Audio umgewandelt wird, beziehungsweise der Text in etwas von dem Modell Verarbeitbarem umgewandelt wird. Also ein neuronales Netz denkt normalerweise nicht in Text, sondern es denkt in Tokens. Und ich muss irgendwie auf diese Tokens kommen von meinem Text. Und genau da wird Llama 3.2 verwendet. Und das funktioniert auch tatsächlich nur mit Llama 3.2, sonst mit nichts anderem, weil die das damit trainiert haben. Jeder Tokenisierer funktioniert ein kleines bisschen anders. Niemand kann so genau sagen, wie, und naja, dadurch, dass sie halt das verwendet haben, sind wir alle, die das auch verwenden wollen, darauf festgelegt. Das Problem ist jetzt allerdings, Llama 3.2 gehört Meta, also ehemals Facebook, das macht man ja so, und Meta mag die EU momentan nicht so gerne. Auch wenn Meta theoretisch Llama 3.2 als offenes Modell veröffentlicht hat, haben sie gesagt, ja, du, also wenn du in der EU bist, dann bitte nicht, weil Regulierung und so. Und es könnte ja sein, dass wir irgendwelche Gesetze vielleicht nicht einhalten, also veröffentlichen wir es einfach nicht in der EU. Und dementsprechend kann niemand auch dieses Modell von Sesam in der EU ausführen. Denn für Meta oder für Llama 3.2 muss man wirklich Zugriff beantragen. Und Meta guckt dann da drauf. Und wenn ihr in Europa wohnt, dann heißt das halt relativ schnell, nö, du kriegst keinen Zugriff. Und so geht es mir leider noch immer. Ich habe immer noch keinen Zugriff auf Llama 3.2. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie mich abgelehnt haben oder mich einfach vielleicht noch nicht angeguckt haben. Aber Zugriff bekommen habe ich definitiv noch immer keinen. Und meine Anfrage ist jetzt schon, naja, ein paar Wochen auf jeden Fall alt. Nun gut, dementsprechend kann man das nicht wirklich Open Source nennen, auch wenn es offiziell so genannt wird. Vor allem, weil sie schreiben, unsere Modelle werden verfügbar sein unter dieser Lizenz. Wann sie das sein werden, das weiß niemand. Ob sie dann verwendbar werden für Leute, die in der EU sind, auch das weiß leider niemand. Die Community geht leider momentan von diesem ganzen Szenario hier aus. Das heißt, das Tiny-Modell wird öffentlich gemacht und alle Daten, die wir verwenden, die wir preisgeben, die werden natürlich gesammelt. Alle Ideen, alle Verbesserungsvorschläge und vielleicht auch Trainingsdaten, die wir liefern, die werden gesammelt, um das Ganze zu verbessern und dann das Modell natürlich noch viel größer zu machen und vor allem Gelder einzustreichen. Denn, falls ihr das noch nicht selber ausprobiert habt, macht mal ein Gespräch auf mit Maya, also wirklich auf der offiziellen Webseite, und lasst es dann einfach ein bisschen sitzen, kommt ein paar Tage später wieder zurück und dann startet nochmal ein Gespräch mit Maya. Sie hat sich alles gemerkt, egal über was ihr vorher gesprochen habt. Sie hat sich das gemerkt. Und das ist durchaus auch etwas, was sauer aufstößt, denn es scheint so, als würde man einfach ein bisschen Hype generieren wollen, um am Ende dann noch mehr Daten von Nutzern, vor allem Sprachdaten, sammeln zu können, die man dann am Ende fürs Training verwendet. Kann man ja machen. Und damit möchte man dann wahrscheinlich Investorengelder sammeln, eine Version 2 in Large erstellen und die kleineren Modelle, also sprich Tiny, Small und Medium, die werden veröffentlicht, so wie sie es angekündigt haben, und Large oder Huge oder wie sie es auch immer nennen wollen, das wird dann einfach verkauft. Und das ist ein Verdacht, der festigt sich ein bisschen, denn einer der Chefs dahinter
hat das im Endeffekt genauso schon mal gemacht. Und zwar ist da der Chef von Oculus Rift dahinter, der ja das Ganze auch an Facebook verkauft hat. Und naja, jetzt arbeitet er auch wieder mit Facebook-Modellen zusammen. Ich würde mich wundern, wenn Facebook daran kein Interesse hätte, bin ich ehrlich. Deswegen, was die Open-Source-Community aktuell gerade für Sprachmodelle hofft, ist irgendwie wie bei den ganzen 120 anderen Modellen, dass einfach China dieses Jahr kommt und einmal kurz die Faust reinhält und dann ein anderes, wirklich offenes, verfügbares Modell rausbringt. Auch da ist es allerdings meistens so, dass wir keine Ahnung haben, welche Trainingsdaten da verwendet wurden, dass wir keine Ahnung haben, welche Sprachen unterstützt werden. Wahrscheinlich wird es wieder nur Chinesisch und Englisch sein. Und naja, das ist leider sehr, sehr schade. So muss jedes Modell sozusagen 5-mal erforscht werden, jede Technologie 8-mal erforscht werden, trainiert werden, was ja unfassbare Rechenressourcen braucht, und Daten werden einfach zweckentfremdet. Auch wenn ich einen Podcast online stelle, will ich vielleicht nicht die Möglichkeit jeder Firma geben, die diese Technologie dann am Ende kaufen möchte, dass sie einfach meine Stimme klonen kann. Wir haben nicht wirklich einen Mechanismus, um das zu verhindern. Wir haben auch nicht wirklich einen Mechanismus, um Forschung zu veröffentlichen oder veröffentlicht haben zu wollen oder sowas. Aber der Trend ist gerade leider einfach nicht schön. Es ist ein bisschen demotivierend, denn man kann jetzt plötzlich einfach KI-Modelle veröffentlichen als Open-Source-Modell. Jeder kann das Ding runterladen, ohne dass man wirklich die Daten am Ende sehen kann, die hier verwendet wurden. Ohne dass am Ende wirklich irgendwas gezeigt wird, und nicht mal die Technologie selbst ist am Ende wirklich transparent, sodass sie reproduziert werden könnte, wenn man selber sich die Daten beschaffen würde. Ja. Und trotzdem, wir werden wahrscheinlich dieses Jahr sehr, sehr emotional intelligente, geklonte Stimmen oder fake-intelligente, geklonte Stimmen sehen, die uns dann um die Ohren gehauen werden. Und das wird wahrscheinlich hier auf Social Media extrem viral gehen, das weiß ich jetzt schon. Ihr wisst Bescheid, wenn es soweit ist. Diese Stimmen werden sich sehr echt anhören und dementsprechend auch sehr gute Podcast-Partner abgeben. Naja. Wenn ihr diese Entwicklung weiter verfolgen wollt, dann kann ich euch selbstverständlich meinen Morphreader mal wieder empfehlen und natürlich ein Abo für diesen Kanal, falls ihr mehr von den Themen haben wollt. Bei meinem Morphreader kriegt ihr eigentlich so ziemlich alle Nachrichten, mittlerweile nicht nur Technik, sondern auch Politik und Wirtschaft und Immobilien ist jetzt auch dann demnächst drin. Da bin ich gerade dabei, also ein Haufen breite Themen einfach abgedeckt. Allerdings in einer sehr, sehr angenehmen kurzen Zusammenfassung, ohne Clickbait, ohne Tracker. Ich weiß, dann ist es nicht so ein Wow, muss ich unbedingt lesen, aber ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, wenn wir mal wieder so ein bisschen entschlacken wollen. Und vor allem mit einem festen Ende und ohne Doomscrolling. Ihr findet die App hier oben bei Play Store und hier unten für alle Apple-Nutzer, was jetzt auch tatsächlich endlich soweit ist. Und ja, ich habe euch auch ein kleines Beispiel mitgebracht. Hier sind ein paar der Kategorien dabei. Allerdings sind das nur die Oberkategorien. Plus wir haben auch eine Positivliste und eine Negativliste mittlerweile, wo ihr eintragen könnt. Ja, ich will alles wissen über das Thema, beispielsweise Sesam oder sowas. Oder Mondlandung. Dann bekommt ihr natürlich alle Themen in diesem Bereich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder im Cyberspace. Bis dann.